Moin, liebe Community, ich bin's wieder, der Chris, und wir wollen mal wieder Print.c V4-Thema heute behandeln in diesem Video. Es geht mal wieder um die Stepper und ich habe euch ja in einem der letzten Videos schon gezeigt, wie wir hier den Driver-Key anbauen, wie wir die Micro-Steppings einstellen und wie wir hier oben die ganzen Sachen einstellen. Ja, und ein paar Dinge blieben dann halt offen. Ja, unter anderem das Thema Maximalstrom. Was ist denn eigentlich, wo stellen wir den maximalen Strom ein? Denn bei den meisten Steppern gibt es dafür Dip-Schalter. Dieser Stepper hat das nicht. Ja? Und natürlich macht man es erstmal so, wie man es immer macht. Man guckt hier ein bisschen auf der Webseite rum, findet dann unter den Downloads hier unten diese Stepper Driver Debug Software, lädt die sich runter, installiert die sich. Und man hat ja hier an jedem Treiber eine USB-Buchse und da steckt man USB-Kabel dran und stellt fest, Windows erkennt dann den Treiber nicht. Nun, dann verbringt man ungefähr 2 Stunden damit rumzuspielen, mit Treiber hin und her und Kabel tauschen und anderer Computer und so weiter, bis man dann einfach mal googelt und feststellt, diese USB-Buchse, die eine mechanische USB-Buchse ist und wo USB dran steht, das ist gar kein USB. So wie immer, ja, bei diesen ganzen Sachen muss man da gewaltig aufpassen. Ich erinnere mich da an Minis Forum, PCs, diese Mini-PCs, wo man ein Netzteil hat mit einem USB-C-Stecker und man denkt dann so, gut, dann lade ich mal schnell mein Handy damit. Das gibt eine böse Überraschung, denn bei den Minis Forum Mini-PCs an diesem USB-C-Stecker sind 20 Volt. Ja, also die Chinesen nutzen halt diesen Konnektor gerne, anstatt da einfach eine JST-Buchse oder irgendwas dran zu bauen, nimmt man eine USB-Buchse und verleitet den User damit zu sagen, das muss ja USB sein. Also was wir machen ist, wir nehmen den Treiber, versorgen den hier unten mit zwischen 24 und 50 Volt, was er eben hat. In dem Fall habe ich jetzt 30 Volt genommen von meinem externen Netzteil, das steht da hinter mir mit einem langen Kabel dran. Und wir nehmen ein Drucker-USB-Kabel und jetzt kommt dieses Drucker-USB-Kabel, das schneiden wir auseinander. Und zwar schneiden wir die Seite ab, die an den PC geht. Die Seite hier für den Stepper, dieses Druckerport, den lassen wir dran. So. Jetzt riffeln wir das abgeschnittene Ende auf und da kommen dann 4 Adern raus, meistens eine grüne, eine weiße, eine rote und eine schwarze. Und die rote brauchen wir nicht. Ja, und dann besorgen wir uns einen USB zu TTL-Adapter oder auch USB auf R232, USB auf seriell, wie auch immer ihr das nennen wollt. Ja, so ein Ding hier. So, das ist hier aus meiner Kramkiste, deswegen sieht das auch so kramig aus. Und ich habe dann einfach mal den grünen an RX, den weißen an TX und den schwarzen an Ground gelötet. Den roten lassen wir weg, wie gesagt. Und auch noch der Hinweis, falls ihr dann keine Kommunikation aufbauen könnt mit dem Treiber, kann es sein, dass ihr diese beiden Adern hier, die grüne und die weiße, nochmal tauschen müsst. Ja? Dass die weiße dann auf RX ist und die grüne auf TX. So, die Seite hier geht auf den Druckerstecker an den Treiber und die Seite hier geht an den PC. So, und dann haben wir hier diese Software runtergeladen und installiert. Die installiert auch ein paar Treiber. Bitte einmal den PC neu starten, dass die Treiber auch aktiv werden. Und dann können wir die Software starten. Die sieht dann erstmal so aus, nachdem wir sie gestartet haben. Ich mache hier mal Clear Content. So. Und dann gucken wir hier bei den Connection Settings, drücken hier Refresh. Dann kommt hier irgendwann der Komport. Da müsst ihr natürlich den richtigen aussuchen, den ihr da gerade dran gesteckt habt. Ja, meistens ist es eine gute Möglichkeit, im Gerätemanager zu gucken, welcher dann dazu kommt, wenn man es dran steckt. Ne? Und dann weiß man, welcher das ist. Ansonsten lassen wir die ganzen Einstellungen. So, jetzt bin ich hier an meinem Treiber schon dran. Hier ist er, ne? Das USB-Kabel ist schon dran. Und jetzt stecke ich die 45 Volt dran oder 30 Volt, was ich da gemacht habe. Jetzt hört man auch so einen Windows-Sound. Ihr habt ihn wahrscheinlich gehört, ich nicht. Und jetzt können wir auf Connect drücken und wenn wir das machen, läuft so ein Balken durch. Und dann wissen wir haben eine Verbindung und unten links steht auch Connection Successfully. Hier sehen wir die Spannung, die gemessene Eingangsspannung. Und wir sehen hier, dass hier ein bisschen was getüdelt wurde. Ja, so. Wir können hier readen, was auch immer, das bringt alles nichts. Wir gehen hier auf All Parameters und hier finden wir alle Parameter. Da bitte nochmal der Hinweis, ihr könnt und solltet hier nicht irgendwas irgendwie verstellen. Ja? Also das ist im Prinzip hier Name, das ist die Adresse, das ist der gelesene Wert, das ist der, den ihr einstellen könnt und das ist der Bereich, sage ich mal. Also das ist der Bereich, in dem sich das hier bewegen darf, diese Zahl. Und das sind halt, also ich habe das mal hier von Dings übersetzen lassen, hier von ChatGPT, ne? Speicheradresse des Parameters momentan gespeicherter Wert, der Wert, den du setzen möchtest, Werkseinstellungen und die zulässigen Wertebereiche. Also die
die Werkseinstellung wäre dann das hier, das, was man hier sieht. Ja? Also das sind dann alles so Sachen, die wir dann im Prinzip zurücksetzen könnten, wenn wir denn wollten. Ja, also ja, so. Was ich jetzt gesucht habe, ist hier einmal, das ist der Nummer 25, der Maximum Peak Current. Ja, da steht vorher 7000 drin. Ich mache jetzt mal 5500, drücke Enter. Dann wissen wir, dass wir den verändert haben. So, was auch noch wichtig wäre, es gibt hier irgendwas mit Gravity. Wo ist denn der Parameter? Es gibt einen Parameter, da steht irgendwas mit Gravity drin. Ich kann ja mal gucken, ob ich den hier suchen kann. Gravity. Ja, Compensation of Gravity, genau. Das ist der die Haltekraft sozusagen festlegt. Ja, also der legt die Haltekraft fest des Motors, wenn er sagt, du musst jetzt gehalten werden. In dem Fall die Z-Achse, ja, die ist ein bisschen schwerer, damit die nicht runterfällt. Den kann man eventuell anpassen, wenn man merkt, dass Z zu schwer wird und der Motor die Achse nicht halten kann. Ja, was aber eigentlich Quark ist, denn eigentlich, wenn man die Anlage ausmacht, ja, dann hat man ja auch keine Haltekraft mehr. Aber nur das mal als Hinweis. So, und dann gibt es natürlich noch einen, das habe ich hier auch gerade noch mal hier ein bisschen durchgesucht. ChatGPT hat mir da ein bisschen geholfen mit dem Strömen und so weiter. Den Lead Angle, den haben wir ja schon eingestellt. Das ist ja die beste Performance, das wissen wir schon. Das ist hier die Gravity, habe ich euch gesagt. Und dann haben wir hier noch die Acceleration Forward KAFF. Ne? Den brauchen wir eigentlich nicht. Und dann haben wir hier noch Percentage of Closed Loop Basic Current. Das ist der Haltestrom im Stillstand. Ja? Aktuell sind 40%. Wir können mal gucken, ob wir den tatsächlich hier finden. Den muss es ja geben, genau. Und der steht jetzt auf 40%, genau. Und Lokrein steht jetzt hier auf 50. Also wäre die Werkseinstellung, da steht jetzt auf 100 und so weiter und so fort. Ne? Also so könnt ihr euch durch diese Parameter durchwurschteln. ChatGPT hat noch ein bisschen was erzählt. Das muss natürlich nicht das Wahre sein, das Echte, ja, also wie es auch wirklich sein sollte. Aber für mich war jetzt eben erstmal wichtig zu sagen, ich stelle erstmal den Motorstrom ein. Ja, in dem Fall habe ich jetzt 5,5 Ampere eingestellt und wenn man das jetzt zum Beispiel macht, dann muss man hier oben auf Save Power Loss gehen, weil ansonsten werden die Sachen nicht gespeichert. Ja, so. Und jetzt können wir hier nochmal einen Recheck machen. Jetzt wird alles nochmal eingelesen. Nee, wird es nicht. Wir können natürlich nochmal connecten, dann wird sie lesen, genau. Und jetzt haben wir hier 25, da haben wir jetzt wieder nur 5000, weil warum? Wir müssen einmal einen Power Cycle machen. Die klauen ihm einmal die 30 Volt, die ich da jetzt anliegen habe. Schließen die wieder an. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Und dann sollte der Wert auch gespeichert sein. Nein, ist er nicht. Er ist nicht gespeichert. Maximum Peak Current, okay, dann machen wir das nochmal. Wir müssen den erst checken. Genau, jetzt haben wir ihn gecheckt. Das ist immer so ein Thema, dass man da dran denkt. Und dann Save Power Loss. Machen wir wieder. Wurden gespeichert. Jetzt gehen wir auf Disconnect. Jetzt klauen wir ihm die Betriebsspannung. 1, 2, 3, 4. Stecken die wieder dran. Und connecten uns wieder. Jetzt sollte der Wert eigentlich verstellt sein. Er ist nicht verstellt. Okay. Das ist jetzt ein Vorführeffekt. Das hat sonst auf jeden Fall funktioniert. Ja, okay, das ist failed. Okay. Ich weiß nicht, ob das daran liegt hier, an diesem komischen Knoppich hier. Beim letzten Mal ging das nämlich. Wir machen nochmal 5500, machen nochmal einen Write-Check. Okay, einer ist hier geschrieben. Hier hat er auch gemacht. Habe ich jetzt auch 5500 eingegeben? Ja, habe ich. So, schreiben wir nochmal. Gucken, was er macht. Wie gesagt, das ist, manchmal hat es funktioniert, manchmal hat es nicht funktioniert. Ein bisschen lustig. Auf jeden Fall. So, Communication ist weg. Jetzt ist die Communication wieder da. Jetzt connecten wir uns nochmal. Jetzt gucken wir mal, ob der Vorführeffekt funktioniert hat. Jetzt hat es funktioniert. Ja, ihr seht, manchmal geht es nicht, manchmal geht's. Das ist total komisch. Ja, also ihr seht,
diese Übersetzung hier oben, die habe ich mir halt über ChatGPT geholt, weil ich halt nicht wusste, was diese Zeichen bedeuten. Ja, ich kann kein Chinesisch und es steht dann hier, aber es war ja eigentlich auch logisch, was es heißt. Ja, aktuell, das können wir hier dann verstellen und hier ist der Bereich und das ist der Standardwert, sage ich mal. Ja, der standardmäßig eingestellt ist. Interessanterweise gibt es hier für bestimmte Sachen keine Standardwerte, denn meiner war auf 7000 eingestellt, nicht 6800. Also ist das auch ein bisschen komisch. Ja. Und hier bei der Motor Direction habe ich gesehen, da steht hier Reverse. Ja, aber eigentlich haben wir den ja hier eingestellt, dass er andersrum läuft, also Forward. Ne? Aber wir werden beobachten, ob der rechtsrum oder linksrum läuft. Ansonsten müssen wir das ja nochmal verstellen. Ne? Ja, Juti, das war's zu dem Thema mit Vorführeffekt natürlich. Und wenn ihr noch Fragen habt oder wisst, wie es geht oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, packt es unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken hier weiterhin und Feuer frei. Auf Wiedersehen.